Ich glaube nicht, dass man aus Olivia Schneider eine Dame von Welt machen kann. Ich schon. Was soll das werden? Eine Wette? So sieht's aus. Dieses Mal werde ich meine eigenen Interessen nicht hinten anstellen. Entweder die Taufe findet an dem geplanten Termin statt, oder ihr müsst auf mich verzichten. Olivia Schneider benehmen, geschweige denn Stil beizubringen, ist gelinde gesagt ein hoffnungsloses Unterfangen. Traust mir das also nicht zu? Stroh zu Gold zu spinnen? Nein. Sie wird vielleicht nicht der neue Star der Salons, aber sie wird sich unauffällig darin bewegen können. Da hast du dir ganz schön was vorgenommen. Na schön, wegen unserer kleinen Wette hier. Wenn ich gewinne, darf Olivia zu Lindners Silvestergala. Wenn du gewinnst, darfst du dir was wünschen. Wenn. Aber nur unter einer Bedingung. Du wirst sie begleiten und so wenigstens das Schlimmste verhindern. Meinetwegen. Und die Kampagne? Darf Olivia weiterhin Lady von Rath repräsentieren? Also wenn es wirklich so weit kommt, dann werde ich versuchen, mich mit dem Gedanken zu arrangieren. Nathalie, bitte, es ist mir wirklich wichtig, dass du Hannes Taufpatin wirst. Wenn es dir wichtig wäre, dann hättest du vorher den neuen Tauftermin mit mir abgesprochen. Aber nein, stattdessen ziehst du es vorne lieber nach Tanjas Pfeife zu tanzen. Das tue ich doch gar nicht. Ich weiß, es war ein Fehler. Hey, jetzt komm schon, der Kleine mag dich doch so. Also, wenn du die Reise schon nicht meinetwegen verschieben willst, dann tu's für Hannes. Du weißt genau, wie viel mir an Hannes liegt. Also, dann lass uns noch mal mit Elisabeth reden. Vielleicht können wir die Reise ja verschieben oder wir schicken eine Vertretung für dich dahin. Du hast anscheinend immer noch nicht begriffen, worum es hier geht. Ich habe die Verhandlungen mit Senor Cedres von Anfang an geleitet. Ich bin seine Ansprechpartnerin. Wenn ich nicht erscheine, verlieren wir ihn als Kunden. Schön. Aber nun hat der Monsignore den Termin nun mal verschoben. Ach, der Also- Monsignore, das glaubst du doch wohl selber nicht. Ist doch eine Schande, oder? Den Hubschrauber hier in dem Hangar einfach so vergammeln zu lassen. Ich finde, so ein geniales Teil, das gehört einfach in die Luft. Da haben Sie sicher recht. Das muss Ihnen doch auch wehtun, die alte 47er hier so rumstehen zu sehen. Tja, aber alles hat seine Zeit. Und ich befürchte, unsere ist eben abgelaufen. Ja, Sie wissen, dass Sie das ändern können. Und dass Sie es in der Hand haben. Wissen Sie, die Bella und mich verbindet ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Mich von ihr zu trennen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Könnte Geld Ihre Entscheidung erleichtern? Geld? Nicht bei solchen Erinnerungen. Was, wenn Sie mir bei der Restaurierung helfen würden? Fachmann wie Sie an meiner Seite, das wäre mir auf jeden Fall eine Ehre. Und ich habe schon im Internet recherchiert. Also es gibt auf jeden Fall 2, 3 Adressen, da kriegt man so ziemlich jedes Ersatzteil. Sie meinen, tatsächlich der Vogel soll wieder fliegen? Ja, natürlich. Sie müssen mir nur sagen, was Sie dafür haben wollen. Tut mir leid. Ich kann ihn nicht verkaufen. Egal, was Sie verlangen. Ich zahle Ihnen das Doppelte. Nein, Für wie viel denn dann? nicht für Geld. Und um nichts in der Welt. Fräulein Schneider. Olivia, schön, dass du da bist. Wow, was soll das denn werden? Eine kleine kulinarische Reise. Nimm Platz.
können anfangen. Sehr wohl, Herr von Lahnstein. Womit habe ich das denn verdient? Ein romantisches Dinner? Nur wir zwei? Vielleicht, weil man sich zu zweit besser aufs Wesentliche konzentrieren kann. Wie zum Beispiel gerade zu sitzen. Was soll das werden? Ein Benimmkurs oder sowas? So was Ähnliches. Heute lernen wir, wie man sich in Gesellschaft benimmt. Wie man isst. Über welche politischen, kulturellen Themen man spricht. Okay. Wenn ich dafür den ganzen Abend mit einem unglaublich attraktiven Anwalt verbringen darf, leg los. Olivia, dein Auftritt bei der Vernissage war, vorsichtig ausgedrückt, unorthodox. Ein Politiker mit einem Fernsehkoch zu verwechseln. Mein Gott, auf einer Vernissage lassen doch alle nur heiße Luft raus. Ja klar, aber es kommt drauf an, wie gehaltvoll die heiße Luft ist. Du bist das Gesicht von Lilly von Rath und als solches musst du die Marke nach außen vertreten. Du meinst auf der Silvestergala? Ja, da kannst du ja leider nicht. Naja, ich muss mal schauen. Vielleicht kann ich den Termin ja doch noch verschieben. Das wäre natürlich super. Ich auf der Silvestergala. Mein Gott, es wird rattenscharf. Und jetzt werden wir Elisabeth beweisen, dass du die Marke nicht rattenscharf, sondern würdevoll vertreten wirst. Le Presse d'Angy au Girol. Aalterrine mit Pfifferling. Aal. Na, mal sehen. Lektion Nummer 1. Brötchen werden nicht geschnitten, sondern mit der Hand zerteilt. Kann man übrigens auch in der Bibel nachlesen. Und? Wolltest du es noch segnen? Ansgar, Was gibt's denn? hast du Natalie gesehen? Ich habe versucht, sie zu erreichen. Tja, vermutlich ist sie nicht rangegangen, als sie deine Nummer gesehen hat. Die ist unterdrückt. Ich habe einiges mit ihr zu besprechen, wegen der Taufe nächste Woche. Ja, findest du nicht, wir sollten sie in die Vorbereitung mit einbeziehen? Schließlich ist sie bald ein Teil der Familie und übernimmt eine wichtige Funktion in Hannes' Leben. So, Ja. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte, sie soll sich bei mir melden. Natalie wird nicht Hannes' Taufpatin. Was? Wieso das denn? Sie muss nächste Woche geschäftlich nach Buenos Aires fliegen. Und sie war nicht gerade begeistert, dass der Termin ohne ihr Wissen verlegt wurde. Das ist ja schade. Tja. Und vermutlich lässt sich auch der Termin mit Monsignore Koch nicht noch mal anders abstimmen, richtig? So hat er es gesagt, ja. Naja, dann hat sich das wohl erledigt. Hab ich das gerade richtig gehört? Hannes Taufe ist ausgerechnet dann, wenn Natalie auf Geschäftsreise ist. Das ist sehr unglücklich. Tja. Wie sie das aufgenommen hat, kannst du dir ja denken. Kein Wunder, dass sie sich ausgeschlossen fühlt, wenn man sie so vor vollendete Tatsachen stellt. Und 50 zurück. Ich sagte doch, das ist für dich. Wie jetzt? Ach so, Trinkgeld. Ja, sag das doch. Danke. Heute machst du bestimmt das Geschäft deines Lebens. Ja. Geht das schon den ganzen Abend so? Ja. Was ist denn das? Ist das da dieses Schrottding aus dem Hangar? Ein bisschen mehr Respekt. Das ist kein Schrottding, das ist eine 47er, die nur darauf wartet, restauriert zu werden. Ach, willst du mal eben einen Helikopter restaurieren, ja? Wenn's weiter nichts ist. Das einzige Problem ist, dass der Besitzer dieser Langstedt, der will sie nicht hergeben. Lässt sie lieber in der Halle vergammeln. Ja, das wird sie auch, wenn du sie kaufst. Denn du hast überhaupt kein Geld, das Ding zu restaurieren, abgesehen davon, es zu kaufen. Jetzt musst du dir mal reinfahren. Ich habe dem Mann einen 5-stelligen Betrag geboten. Weißt du, was er gesagt hat? Nein, aber das wirst du mir bestimmt gleich verraten. Ja. Nicht für Geld und um nichts in der Welt. Ja, das würde ich wahrscheinlich auch sagen, wenn ich den Preis hochtreiben wollte. Ich wollte noch mal mit dir reden. Natalie, jede von diesen 14 Rosen steht für einen Buchstaben. Entschuldigung. Oh, wie originell. Lass mich raten, es geht um den Tauftermin? Also ich weiß, dass die Verschiebung des Termins ein Fehler war. Natalie, komm schon, lass uns noch mal darüber reden.
telling a story and you find it boring. You're thinking of something to say. You'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling. Why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation. Ich habe keine Lust mehr. Also das heißt, du kannst dir schon noch vorstellen, Hannes Taufpatin zu werden? Natürlich. Wenn der Termin so gelegt wird, dass ich nach Buenos Aires fliegen kann. Der Terminkalender von Monsignore Koch ist natürlich häufig Monate im Voraus ausgebucht. Tja, dann müsst ihr euch wohl nach einer Ersatzpatin umsehen. Nathalie, du weißt doch ganz genau, dass es für dich keinen Ersatz gibt. Also werde ich mir wohl was einfallen lassen müssen, was den Termin betrifft. Du gibst wohl nie auf, hm? Nicht, wenn es um dich oder um meinen Sohn geht. Hier, meine Abrechnung. Ja, einfach hinlegen, bitte. Ich habe mir 50 Euro mehr rausgenommen. Ist schon okay. Geh einfach, der ist im Moment ganz woanders. Um genau zu sein, im Land der unerreichbaren Träume. Na dann, gute Besserung. Tschüss. Tschüss. Mach dich nur lustig. Ich hab wenigstens noch welche. Ja, vor allem solche, die keinen Pfifferling wert sind. Hast du eine Ahnung? Wenn ich das Baby hier fünfstellig kriege, dann mache ich noch ein Schnäppchen. Ja, und deshalb guckst du jetzt nach einem Modell. Sehr vernünftig. Nein, ich check nebenbei die Kreditbedingungen meiner Bank. Ach so, willst du einen Kredit aufnehmen? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich werde denen das No Limits als Sicherheit bieten müssen, aber das wird's mir wert sein. Was? Für das alte, verrostete Ding? Guten Abend, Graf Lahnstein. Haben Sie noch einen Wunsch? Ja, Justus, ich wünsche, dass Sie augenblicklich Feierabend machen. Danke. Gute Nacht. Großer Gott, Tanja, ich dachte schon, du wärst unser Schlossgespenst. Ist es sehr schlimm, wenn ich erst morgen darüber lache? Wann immer dir danach ist. Ich habe übrigens mit Nathalie gesprochen. Sie wird doch noch Taufpatin. Ach ja? Ja, ist doch in Hannes Sinne und in unserem natürlich auch. Wie hast du es denn geschafft, sie umzustimmen? Ich werde Monsignore Koch bitten, den Tauftermin noch mal zu verschieben, damit Nathalie nach Buenos Aires fahren kann. Daran soll es nun wirklich nicht scheitern. Nochmal ein neuer Termin. Ich habe dir gesagt, der Monsignore ist komplett ausgebucht. Das werden wir morgen ja sehen. Monsignore kommt morgen Vormittag nach Königsbrunn. Dann werde ich alles Weitere mit ihm besprechen. Setz dich doch. Danke. Möchtest du einen Kaffee? Nee. Doch. Gregor, der ist wahnsinnig geworden. Der will für irgend so einen alten Helikopter einen Haufen Schotter ausgeben. Wir haben den in so einem Hangar entdeckt und jetzt will er den unbedingt kaufen. Wenn ich den Vogel noch fünfstellig kriege, dann ist das ein Schnäppchen. Oh, das ist echt ein Haufen Geld. Ja. Und seine neueste Idee ist, dafür eine Hypothek auf das No Limits aufzunehmen. Nathalie, kannst du nicht vielleicht mal mit ihm reden und ihm diese hirnrissige Idee aus dem Kopf schlagen? Du bist seine älteste Freundin und kennst ihn von klein auf. Eben. Wenn Gregor sich was in den Kopf gesetzt hat. Trotzdem, kannst du es nicht wenigstens probieren? Sonst bricht er sich mit der Sache das Genick. Christian, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Klar ist das eine Menge Kohle, aber Gregor wirkte in letzter Zeit so unzufrieden, ziellos. Die Sache mit Sarah, die ihn total runtergezogen hat. Ja, fast. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Was ich damit sagen will. Gregor geht es immer besser, wenn er ein Ziel vor Augen hat. Etwas, woran sein Herz wirklich hängt. Deswegen, ich finde seinen Plan gar nicht so schlecht. Dieser Hubschrauber ist eine absolute Rarität. Dass ich so einen überhaupt gefunden habe, ist quasi ein Wink des Schicksals. Sei mir nicht sauer, wenn ich dazu nicht viel sagen kann. Du musst es mir einfach nur glauben. Der Heli in der Halle ist ein Glücksgriff. Ich finde, der sieht eher aus wie ein Haufen Schrott. Carla,
Den Hubschrauber zu reparieren ist überhaupt kein Problem. Wir müssen den Rost entfernen, ein paar nicht mehr tragfähige Teile einfach auswechseln, den Motor überholen und wenn man will, ein bisschen Lack drüber pinseln. Das war's. Und wozu das Ganze? Du kannst doch deine Augenverletzung doch gar nicht mehr fliegen. Ich will ihn einfach nur haben. Ich will sehen, wie er sich in die Lüfte hebt. Ich muss dabei sein. Ich habe keine Lust mehr, Gläser im No-Limit hin und her zu schieben. Okay. Und wie willst du das Ganze finanzieren? Ich hatte dran gedacht, eine Hypothek aufs No Limits aufzunehmen. Das heißt nur, wenn mir keine andere Wahl bleibt. Wie zum Beispiel eine gute alte Freundin, die mir einen Kredit gewährt. Du glaubst doch nicht im Ernst. Ja. Okay, ich hab's kapiert. Gregor, du verrennst dich da in was? Ja. Danke, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Trotzdem, danke. Aber wenn Schnecken ohne Gehäuse serviert werden, dann darf ich das doch bestimmt auch mit einer ganz normalen Gabel essen, oder? Bloß nicht. Die Schneckengabel wird immer mit eingedeckt. Und wenn man Schnecken einfach nur scheußlich findet, dann isst man sie einfach nicht und muss diesen ganzen Schrutz hier auch nicht wissen. Was denn? Willst du nach einem Abend schon aufgeben? Das kann ich Sebastian gar nicht antun. Und mir auch nicht. Heute Mittag geht's ja schon weiter. Na, Na, hat sich dein Einsatz beim Dinner gestern gelohnt? ich würde sagen, Olivia macht deutliche Fortschritte. Oh, der Eindruck hat sich bei mir nicht gerade aufgedrängt. Klar, sie hat noch einiges zu lernen, aber im Großen und Ganzen schlägt sie sich recht wacker. Ja, so wacker, dass sie in einem Bierzelt nicht unangenehm auffallen würde. Kann es sein, dass du Olivia unterschätzt? Ich bin nur realistisch und Geschäftsfrau. Und nach dem, was ich gestern beobachtet habe, gehe ich davon aus, dass ich die Wette gewinne. Und Olivia Schneider nicht mehr lange das Lilly von Rath-Lebel repräsentiert. Abwarten. Was machst du denn hier? Auf dich warten. Ich habe mein Kindermädchen erst für später bestellt. Ja. Und, warst du bei der Bank? Ja. Und was sind das für Unterlagen? Das hier nennt man einen sogenannten Kreditantrag. Gregor, das kannst du nicht machen. Was die alles wissen wollen, dabei biete ich dir doch das No Limits als Sicherheit. Sag mal, ist dir in den Sinn gekommen, dass du damit deine Existenz gefährdest? Ich gefährde bitte was? Hey, ich hab mal wieder sowas wie ein Ziel vor Augen. Das ist quasi existenzbegründend, okay? Du hast also keine Ahnung, wovon du redest. Hey, wenn 30.000 Euro zum Fenster rauswerfen zu deinen Lebenszielen gehört, bitte. 80. Was? Ich biete Langenstedt 80.000 Euro. Du willst einen Kredit über 80.000 Euro aufnehmen? Sag mal, spinnst du? Ist das der Rückfall in alte Tage hier, oder was? Gib es wieder her. Vergiss es. Dann gehe ich zur Bank und hole mir ein paar neue Anträge. Ist kein Problem. Dankeschön. Na, war's schon besser? Eine 100%ige Steigerung zu gestern. Geht doch gar nicht, oder? Zumindest was deine Tischmanien angeht. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich meine, ich habe die Schnecken runtergewürgt, obwohl sie furchtbar waren. Ja. Ich habe den Wein in ganz kleinen Schlücken getrunken. Und beim Fisch habe ich auch keine Fehler gemacht. Ja, aber du hast wahrscheinlich nicht in den Spiegel geguckt, bevor du hergekommen bist. Das Kleid ist neu. Das ist doch super. Ich find's besser, wenn der Ausschnitt auf den Oberkörper beschränkt bliebe. Ich gehöre halt einfach nicht zur Kategorie Frau, die hochgeschlossen trägt. Trotzdem. Für Schneiders ist es höflich gesagt ein bisschen unpassend. Und für ein Gala-Dinner. Mit den Männern gefällt es doch, oder? Ja klar, deswegen standen die Typen auch schon seit einer Stunde hierher. Ach, das bin ich gewohnt. Ich bin schließlich Model. Die erkennen eben mein Gesicht. Ich bin mir sicher, die starren weniger auf dein Gesicht und mehr auf den Rest von dir. Ist das Kleid denn wirklich so schlimm? Nicht schlimm, unpassend. Es passt eher ins Bahnhofsviertel als zu einem gesellschaftlichen Anlass. Und das sagst du mir jetzt erst. Mach dir keine Sorgen. Wir gehen mal zusammen shoppen. Ich kenne da so ein paar Läden, da lässt man zwar viel Geld liegen, aber dafür bekommt man einen richtigen Stil gleich mit. Cool. Ist alles nach Ihren Wünschen, Gräfin?
Fein gemacht, Justus. Sie dürfen gehen. Ist der Monsignore schon da? Ah, unsere Taufpatin. Nein, du kommst wie immer am richtigen Moment. Selbstverständlich. Die Taufe ist mir wichtig. Und Ansgar legt großen Wert darauf, dass ich dabei bin. Und ich erst, meine Liebe. Den Weg hättest du dir sparen können. Ach ja? Glaubst du, der Monsignore wird deinetwegen die Taufe noch mal verlegen? Wo du den Termin hinter Ansgars Rücken schon mal verlegt hast? Nur blöd, dass die ganze Sache jetzt auffliegen wird. Tanja, jetzt stehst du mit dem Rücken zur Wand und ich bin schon gespannt, wie du aus dieser Nummer wieder herauskommen willst. Wieso? Ich wollte die Taufe halt so schnell wie möglich. Ich konnte doch nicht ahnen, dass du nächste Woche nicht hier bist. Monsignore, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie sich noch mal Zeit für uns nehmen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass sich der Termin ein zweites Mal verschieben lässt. Aber ich bin mir sicher, dass wir da eine Lösung finden werden. Zumal meiner Frau wirklich sehr viel daran liegt, dass Nathalie von Lahnstein Taufpatin wird. Egal, was passiert. Ich werde dafür sorgen, dass diese Taufe genau dann stattfindet, wenn du in Argentinien bist. Zum Glück entscheidest du das ja nicht allein. Zum Glück habe ich jemanden, der ziemlich blöd ist. Das sehe ich anders. Egal, was du dir noch in deinem Krankenhirn ausdenkst. Eins wird sich niemals ändern. Ich werde immer die Frau an Ansgars Seite sein. Das mag sein. Aber du musst es mir überlassen, die Mutter des zukünftigen Grafen zu sein. Weil du nie Mutter wirst. Wie denn auch, wenn man unfruchtbar ist? Arme Nathalie. Vielleicht ist es ja die Kinderlosigkeit, die dich immer wieder in den Alkohol treibt. Ach, lassen wir diese unwichtigen Kleinigkeiten. Gleich kommt der Besuch und der Monsignore möchte... Das klingt ja nach einer sehr engen Verbundenheit zwischen Ihrer Frau und der Patin. Na, unbedingt. Die beiden erwarten uns schon. Wenn Sie mir bitte folgen. So erbärmliches Stück Dreck. Glaubst du wirklich, du kommst mit so billigen Mitteln durch? Wie du siehst, funktioniert es doch ganz gut. Du kannst mich noch so sehr demütigen. Du bist und bleibst Ansgars Mätresse, mehr nicht. Es ist schlimm genug, dass ich als eine rechtmäßige Frau eine Geliebte wie dich ertragen muss. Aber dass du mich so demütigst und so behandelst, das habe ich nicht verdient. Wirklich interessant, wie eng die beiden verbunden sind.